Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vectorcam TV. Heute möchten wir Ihnen eine neue Funktion aus dem Fräsen Feature vorstellen, und zwar die Hohlkehle. So, wir haben jetzt hier dieses Bauteil ist vorgeschrubbt, haben die ebenen Bereiche geschlichtet, haben um die Phase gemacht. Was uns noch fehlt, sind jetzt diese senkrechten Wände, die Hohlkehle, der Radius und diese senkrechte Wand, die wir noch bearbeiten müssen. In diesem Video kümmern wir uns jetzt erstmal um die Hohlkehle. Um eine Hohlkehle zu fräsen, klicken wir eine an und gehen über die Finde-Feature-Funktion und sagen, finde einmal bitte die Hohlkehle. Dann findet ihr alle Hohlkehlen, die gleich sind. Gehe jetzt in die Funktion Hohlkehle im Fräsen-Feature. Hier sieht man jetzt einmal die Rundungsdaten, ist alles in R5, Starthöhe, Endtiefe. Ich habe jetzt hier einen 12er R1 40 Ausspannlänge gewählt. Ein Aufmaß in XY lasse ich 0, Aufmaß Z auch 0. Rautiefe bestimmt dann die Zustellung auf dem Radius. Starthöhe, Endtiefe übernimmt er automatisch von der Geometrie. Ich gehe jetzt in die An- und Ausläufe. Und hier sehen Sie schon, haben wir ein paar neue An- und Ausläufe. Die werden jetzt so nach und nach in allen neuen Bearbeitungen im Fräsen-Feature kommen. Und zwar, hier ist jetzt die Möglichkeit, ich sage mal, separate An- und Ausläufe zu schalten für die Anfahrt und für die Ausfahrt. Man kann gewisse Sachen auch hier schalten. Zum Beispiel grundsätzlich sind die immer symmetrisch oder wir möchten jetzt halt dementsprechend diese Anfahrt hier haben und die dort. Und wenn wir vielleicht diese haben und möchten die rüber kopieren, also wir brauchen hier nur einmal ändern und dann mit dieser Kopiertaste quasi es rüber kopieren. Ich habe mich jetzt mal für diese Anfahrt hier entschieden, gehe jetzt hier vorne wieder rein, ändere jetzt erstmal gar nichts und schaue mir jetzt erstmal diesen Job an. Drücke die OK-Taste und der Job ist schon fertig. Jetzt sieht man hier Folgendes. Grundsätzlich versucht er die Eintauchbewegung ab Z0 im Eintauchvorschub zu fahren. Das heißt, wir haben hier einen sehr langen Eintauchvorschub und hier fährt er halt immer komplett wieder den vollen Rückzug und positioniert neu. So, jetzt möchten wir dieses Programm einmal optimieren. Das heißt, wir gehen einmal auf den Job und ändern ihn. So, grundsätzlich ändere ich erstmal hier die Starthöhe. Da sage ich nämlich ab 0 und nehme eine Zustelltiefe von 10 mm hinzu. Das heißt jetzt, an den senkrechten Wänden fährt er eine Zustellung von 10 mm und sobald er in der Hohlkehle angekommen ist, fährt er die konstante Rautiefe, die wir hier eingestellt haben. Jetzt optimieren wir noch unsere Z-Bewegung. Das heißt zum Beispiel, er kann vorpositionieren, auch ruhig im Allgang. Ich sage OK. Und ich sage ihm einmal, du kannst diese Bewegung auch direkt verbinden. Das heißt, jetzt hier im An- und Auslauf muss ich Folgendes ändern. Ich muss hier so ein bisschen eine Überlappung reinbringen, weil jetzt hat er sonst nicht genug Konturabstand und würde dann ins Bauteil reinfahren. Deswegen, ich sage ihm jetzt hier mal 10 mm und hier mit dieser Taste kopiere ich das rüber. Sage jetzt mal OK. Der Job ist jetzt geändert und man sieht jetzt wunderbar, ich habe jetzt hier eine direkte Allgangverbindung. Ich positioniere nicht immer neu. Er fährt auch in Z im Allgang. Also ich habe eine riesen Zeitersparnis. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Simulation an. Das heißt, ich blende alle Jobs ein und gehe einmal in die Simulation. So, jetzt sind wir hier in unserer Simulation angekommen. Wie gesagt, ich habe einmal durchsimulieren lassen und jetzt will er einfach nur noch die Hohlkehle einmal fahren. Ich mache es mal ein bisschen langsamer und drücke einmal die Play-Taste. Und jetzt sieht man wunderbar, wie das Werkzeug einmal hier die senkrechten Wände mit der großen Zustellung fährt. Und Sie sehen halt, ich muss hier einen gewissen Abstand für die direkte Verbindung haben, weil er sonst halt durchs Teil fahren würde. Weil für die Zwischenwege finden hier jetzt keine Kollisionsprüfungen statt. Deswegen, da muss man dann dementsprechend darauf achten. So, dann ist diese Hohlkehle fertig, inklusive der Wandfläche. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Ihr Vectorcam-Team.